Ich bin Oliver, ich weiß nicht, wer mich kennt oder wer mich nicht kennt. Ich unterrichte in Aachen. Wir sind bei Misteldown und machen da hauptsächlich Waffen, die so im 19. Jahrhundert üblich waren. Das ist der Säbel, das ist aber auch der Degen, das ist der Spazierstock, Stöcke, Bajonettgewehre, alles was irgendwie dazugehört. Und das mag dann ein Haufen Waffen sein, aber es ist grundsätzlich auch in der Regel eine Art, wie man ficht. Ja, wir lernen also ein System und setzen das auf verschiedene Waffen um. Manche haben hier Vorzüge, manche haben da Vorzüge. Schwere Waffen sind nicht so gut zum Stechen, leichte Waffen sind besser zum Stechen, können nicht so gut üben. Aber irgendwie ist es halt alles etwas, was zusammenpasst. Ja, dann lerne ich nicht plötzlich das Driss aus dem 17. Jahrhundert mit dem Rapier, Meyer aus dem 16. Jahrhundert mit dem langen Schwert, Roworth auf dem 19. Jahrhundert mit dem Säbel. Dann habe ich einen ganz tollen Club und habe 3 verschiedene Waffen aus 3 verschiedenen Epochen mit 3 verschiedenen Ansätzen. Und die Probleme sind die Ansätze. Das heißt, ich habe jedes Mal irgendwie eine andere Idee, womit er in die Waffe reingeht. Und die haben wir halt nicht. Ja, die hatten wir auch nicht, wenn wir sagen würden, wir sind voll Meyer-Fans und wir machen einfach Meyer Langschwert, Meyer Rapier, Meyer Russak, Meyer Stange. Selbes Stil, ihr habt dasselbe Mindset in dieser Quelle, ihr habt haufenweise Waffen und die bauen aufeinander auf und es ist alles super. Wir machen heute einen Säbel-Workshop. Ich habe verschiedene Säbel mitgebracht. Wir haben leichte Säbel, wir haben Nylon-Säbel. Hier 2 gibt es, wir haben Nylon-Säbel, das ist mehr so die Cutlass-Entermesser-Traktion. Ja, ich habe nur, was ich da mitgebracht habe, und wer sich fragt, wir sind noch hier im Klingenmuseum und warum bringt ihr denn Stöcke mit? Das ist ganz einfach, das ist, wenn wir die britischen Inseln uns ansehen, das ist sogar das Single Stick. Ja, das ist im Prinzip das Trainingsgerät für den Säbel. Es ist einfach, es ist billig, es schützt die Hand, es ist halt nur ein Stock. Und jetzt haben wir hier quasi 2 Single Sticks, das waren sozusagen die Waster für die Säbel. Das hier sind 2 Nylon-Säbel, das sind moderne Waster für die Säbel, weil auch das ist ja kein Säbel. Ja, genauso wie das ist genauso wie jeder andere Trainingssäbel auch. Ja, wir trainieren nicht mit Säbeln, wir trainieren mit stumpfen Varianten von Waffen. Ja? Wer weiß, was ein Ausfall ist? Den brauchen wir als allererstes. Ja? Ein Ausfall ist, für alle, die es nicht wissen, die klassische Angriffsfußarbeit für unsere Epoche. Dafür brauchen wir eine Stellung und die ist in der Regel jetzt erstmal Front nach vorne, Fuß zur Seite, Fuß nach vorne. Je nachdem, wie gemütlich ihr seid, eine Fußlänge dazwischen, 1,5 oder 2, das ist mir vollkommen egal, das liegt an euch. Ja? Irgendwas zwischen 1 und 2 Füßen muss zwischen euren beiden Füßen passen. Für einen Ausfall macht ihr dann Folgendes: Ihr bewegt diesen Fuß 1 bis 2 Schritte nach vorne, auch wieder je nachdem, wie breit ihr steht. Ja? Wenn ihr nur hier seid, könnt ihr gemütlich 2 nach vorne, wenn ihr sowieso schon hier seid, wird das mit dem gemütlich 2 ein bisschen schwerer. So. Dafür, und das ist jetzt wichtig, werden wir nicht dieses Bein heben und nach hier gehen und das Bein strecken. Ja? Wenn wir einen Schritt machen würden, einen Fechterschritt, dann würden wir diesen nach vorne legen und den folgen lassen. Wir würden ihn gehen lassen, folgen lassen und gehen lassen. So. Das ist ein Schritt. Ein Schritt ist eine relativ langsame Zeit, wenn wir unserem Gegner keine Zeit lassen wollen, anzugreifen. Das heißt, ich gehe nicht nach vorne, indem ich dieses Bein benutze, sondern ich hebe dieses Bein und strecke dieses. Ja? Das katapultiert mich dann in dem Moment nach vorne. Ist also deutlich schneller und überbrückt mehr Raum. So. Ihr habt also im Prinzip eine Grundspannung im hinteren Bein. Ja? Ihr steht etwas tiefer. Hier ist eure Grundspannung, hier ist eure Feder. Boom. Nach vorne. Ja? Dahin. Der Fuß bleibt da. Okay, gut. Eine kleine Hinweis noch, weil ich es hier gerade gesehen habe. Der Klassiker beim Ausfall ist irgendwie das hier. Und das wollen wir nicht. Ja, wir wollen das Bein auch irgendwie gesund halten und das geht sehr viel auf die Bänder. Versucht mit dem Bein auf dem Boden zu bleiben und ihr schafft das ein bisschen vom Kopf her, wenn ihr auf diese Außenseite hier achtet. Ja? Überlegt einfach mal, ihr steht quasi mit diesem Außenriss in einem Startblock. Und den schiebt ihr. Dann habt ihr auch nicht irgendwie das Gefühl, ihr würdet hier abheben, wenn ihr irgendwie über die Ballenseite geht. Ja? Ihr schiebt mit dem Außenriss. Und ihr schiebt auch mit dieser Linie des Beines. Ja?
Wenn die hier irgendwie hier sind und ihr schiebt mit dem Bein, dann habt ihr einen Winkel nach da, ihr wollt aber einen Winkel nach vorne. Ja, das heißt, ihr schiebt über diese Linie. Und desto mehr hier irgendwie Drehung und Kontaktverlust ist, desto weniger gut wird er. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay, gut. So, Waffen. Ich brauche einen Partner und eine Waffe. Perfekt. Guck mal hier. Nee, du bist mein Partner. Danke. Danke, 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 danke. Ja. Dann schnapp ich mir die Waffe. So, wir machen das einfach. Ja? Was jeder kann, ist seinen Kopf decken. Nehme ich an. Ja? Wir brauchen eine Stellung mit der Waffe. Wenn ihr den Arm in Linie habt zu eurem Bein, zu eurem Körper und die Schneide steht unten, dann bewegen wir die jetzt ein bisschen nach außen. Ja? Das würde also meine gesamte äußere Linie decken. Da ist, also wenn er jetzt von der Seite käme, ist die Parade schon fast da, weil da steht eine Waffe im Weg. Ja? So. Von hier habe ich aber auch so ein bisschen eine innere Blöße. So. Und wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, den Angriff zu starten. Ich hätte von euch gerne, dass ihr einen großen macht. Das heißt, ihr lasst die Waffe fallen, ihr hebt den Arm nach oben, ihr dreht den Arm, ihr streckt die Waffe und dann kommt das Ding runter. Ja? Das führt dazu, dass ihr eine gute Schnittlinie habt. Desto mehr Winkel, desto mehr Handgelenk, Ellbogen und Schulter sind eure 3 Gelenke, die involviert sind in diesen Hieb. Und desto mehr hier auf einmal passiert, desto schwerer ist das, einen guten Schnitt hinzukriegen. Das heißt, desto mehr Gelenke ihr stillhaltet, desto sauberer wird eure Hieblinie. Das heißt, wenn ihr einfach nur das macht, kommt ihr durch jedes Ziel deutlich besser durch. Ja? Diejenigen, die Tatamis haben, gerne mal ausprobieren. Ja? Das ist viel schwerer, wenn ihr das timen wollt, als das oder das. Ja? So. Also, Klinge fallen lassen, aufziehen, drehen, Handgelenk, Ellbogen, Angriff. Ja? Er hat einen sehr krummen Säbel, das heißt, er gibt ein bisschen mehr Blöße innen. So. Fallen lassen, aufziehen, drehen, Handgelenk, Ellbogen, Ausfall. Ihr fallt nicht vorher aus. Ja? Keiner macht seinen Ausfall irgendwo hier. Ja? Das würde tendenziell dazu führen, dass ich in seine Reichweite gehe, bevor ich angreife. Das heißt, wenn ich angreife, und das ist mein erster Schritt zum Angriffsrecht, dann starte ich meinen Angriff. Mein Angriff fängt hier an und der sagt ihm, verdammt, da kommt ein Hieb. Ich sollte den jetzt lieber parieren, anstatt irgendwas anderes zu machen. Ja? Deswegen sollte er den auch parieren. So. Aber wenn ich jetzt nach vorne gehe und meinen Angriff starte, dann laufe ich ihm tendenziell erstmal nur auf den Säbel. Das heißt, ich mache mal einen Schritt nach vorne, er nimmt seine Spitze runter und ich laufe da drauf, weil er müsste rankommen und schlagen, ich müsste rankommen und schlagen und so gehe ich ran und er muss nur angreifen. Super. Tolle Arbeitsteilung ist das dann, aber nicht für mich. Ja? Das heißt, ihr startet euren Angriff und wenn das Ding kommt und er weiß, oh Gott, dann pariert er den. Irgendwie etwa so. Ja? Ob ihr die Spitze ein bisschen nach vorne haltet, ob ihr die ein bisschen sehr breit haltet, ob ihr die nach hinten haltet, mir egal. Ja? Es gibt verschiedene Systeme im Säbel, alles davon finden wir. Die, die nichts können, haben den einfach quer über dem Kopf. Ja? Hat die meiste Möglichkeit, irgendwie einen Hieb abzufangen. Pariert wird mit dem unteren Teil, ich sage es nochmal gerne, das ist der Teil, der über dem Kopf steht. Wenn ihr hier einen Hieb abkriegt, dann wird die Parade wahrscheinlich eingedrückt. Wenn ihr hier einen Hieb abkriegt, ist super. Wenn ihr den Hieb auf den Bügel kriegt, ist auch nicht so schlimm. Wenn ihr keinen Bügel habt, dann ist schlimm. Gut. Ja? Also, wir machen das mal zusammen vor. Fallen lassen, aufdrehen, 1, 2, 3, bumm. Von hier aus erstmal wieder Rückzug. Dann macht er dasselbe bei mir, zieht den auf, bumm. So. Zur Parade ganz kurz. Es gibt eine gute Möglichkeit zu parieren, eine schlechte Möglichkeit so zu parieren. Die gute ist, dasselbe zu machen, was er macht. Fallen lassen, hoch. Die schlechte ist, ganz langsam, das hier. Das könnte funktionieren, nochmal, oder auch nicht. Ja? Das heißt, wenn ihr von unten kommt, begegnet ihr irgendwo diesem Säbel auf eurem Weg. Kommt von unten.
Ja? Klar soweit? Kriegen wir hin? Auf geht's. Sucht euch einen Partner, potenziell mit derselben Waffe. Du beugst quasi tatsächlich das Handgelenk so weit, ja? Jein. Du könntest es auch so weit bewegen. Dann würdest du nämlich hier mit dem fast wieder geraden Teil der Klinge treffen. Hier. Musst du aber nicht, du kannst auch hier schlagen. Ihr macht es euch einfacher, wenn ihr denselben nicht hier haltet, sondern hier. Also du weißt schon, ganz gemütlich wie eine Waffe halt. Ja. Wir fangen so an, jetzt lasse ich das fallen. Nee, ihr seid... Einer muss außen gebunden sein, damit die Innenseite ein bisschen frei ist. Ja, deswegen habe ich gesagt, ignoriert die Innenseite. Ihr steht beide hier. Ja, dann ist die frei. 1, 2, 3, 4. Bumm. Ja? Aber wenn ihr hier in der Mitte anbindet, dann klappt das nicht. Dann müssen wir nämlich anfangen, irgendwie Spaß zu machen und das ist Spaß. Hier machst du, wenn wir hier sind, falls er kommt, dass ich den Raum hier abgedeckt habe. Genau, deswegen ziehst du hier auch schon hoch. Im Prinzip ist es dieselbe Aktion. Kommen wir danach drauf. Was für eine Qualität wolltest du, dass wir die hier machen? So? Ja, im Prinzip hier. Habt ihr nämlich auch, falls jetzt, also nehmen wir mal an, du stehst hier. Und ich mache jetzt du stehst auch hier. Ja, ich mache quasi eine relativ große Bewegung. Und wenn du dir an dieser Stelle denkst, guck mal, der lässt seine Klinge fallen und macht eine relativ große Bewegung und gehst mit einer kleinen Bewegung rein, dann hast du in der Aufzugbewegung hier schon eine Deckung. Ja? Fallen lassen, hochziehen, aufziehen, parieren. Fertig. Okay. Ja, Zeit rennt und so, habe ich gehört. Kommen wir zusammen? Das war so basic. Wir können jetzt angreifen. Großartig. Ja? So, kommen wir zum ersten großen Schritt. Vom Parieren wurde noch kein Krieg gewonnen, habe ich gehört. Ja? Das heißt, ich kann ihn parieren, so oft ich möchte. Wenn er irgendwann die Puste verliert, habe ich vielleicht gewonnen, aber der ist leider schwer durchtrainiert. Das wird also nicht funktionieren. Ja? Das heißt, das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte wieder die Initiative haben. Und wenn er jetzt, ich fange mal am besten an, das heißt, ich komme nochmal mit meinem Angriff. So, ich greife ihn an. Und ein wichtiger Aspekt im 19. Jahrhundert ist, dass man sagt immer gerne, es ist ein Parade-Riposte-System. Und die Riposte hat Vorrecht vor einer Angriffswiederholung. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal angreife, dann muss ich ausholen und wieder zuschlagen. Greifst du mal an? Ja? So, er hat zugeschlagen, seine Spitze ist hier, ich habe pariert, fertig. Meine Spitze ist schon hier. Wenn er jetzt ausholt, ist meine Hälfte schon passiert. Ja? Egal, wo er hin ausholt. Es geht nicht um dieses Wohin, es geht um die Zeit, die er braucht. Es ist wirklich die räumliche Zeit, die er braucht, um das wieder aufzuholen. Egal was ist, er muss nochmal aufziehen. Und egal, wo er hin aufzieht, ich kann ihn auch mitnehmen. Ja? Ich muss nur noch nach vorne kommen. Ich bin schneller mit meiner Riposte als er mit seinem Angriff. Die Theorie. Ja? Ganz doll sieht man das, wenn er mir mal gerade zum Gesicht wirft. Schlag nochmal. Oh. Ja? Keine Schnitte. Er hat einfach keine Möglichkeiten, da irgendwie schneller zu sein. Er hat keine Möglichkeit, schneller zu sein mit seinem zweiten Angriff, bevor ich meine Riposte geschlagen habe. Und deswegen gilt die Riposte vor der Angriffswiederholung. So die Theorie. Praktisch heißt das aber auch, dass wenn ich jetzt nochmal 30 cm drauflegen würde und überhaupt deutlich aggressiver bin und ich einmal zuschlage und er das irgendwie pariert und wir hauen und er ist nur noch am Parieren, weil er einfach vom psychischen Druck nicht hinterherkommt, da wirklich eine Riposte zu schlagen, dann habe ich die Zeit, meine Angriffswiederholung zu schlagen. Ja? Dann habe ich die Zeit. Aber der Rhein, ich habe zwei Fechter, die sind gleich gut. Die Riposte ist schneller als der zweite Angriff, weil der zweite Angriff braucht ein Ausholen. Die Riposte hat schon ausgeholt. Und das ist der wichtige Punkt, denn da kann man sich drüber streiten, weil am Ende will man ja nicht getroffen werden und wenn der andere einfach blind nochmal zuschlägt, hat man im schlimmsten Fall einen Doppeltreffer. Ja? So. Aber deswegen gehen wir jetzt in einen Schritt nämlich weiter, nur zur Riposte. Wir sind hier, 1, 2, 3, boom, ich ziehe mich zurück
Er kommt mit seinem Angriff nach vorne. Er lässt die Waffe wieder fallen und ich ziehe ihn hier wieder auf. Das heißt, wir machen zweimal denselben Angriff. Wir könnten jetzt von hier eigentlich ewig weitermachen. Ja, das wäre dann ein Spiel, das würde die ganze Sache ad absurdum führen irgendwo. Ja, das lässt sich auch gerne als Drill immer führen. Ja, ich brauche das aber jetzt nicht als Drill. Was ich möchte ist 1-2. Ja, weil die Riposte sollte nicht nachher in so einem Wechseltempo im gleichen Takt, 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 wie schlechtes Tennis sein. Im Prinzip ist es dann Takt, Takt und dann ist es aus, weil hoffentlich dann was getroffen hat oder auch nicht. Ja, das heißt, wir stehen hier, ich mache den Erstangriff, er macht seine Riposte, ihr pariert, ihr geht in Stellung, ihr wechselt. Er macht den Erstangriff, ich mache meine Riposte, er geht in Stellung. Ja, er weiß, er sollte parieren. Er könnte da anders agieren. Aber wir gehen in dem Moment so ein bisschen halt dieser Selbstschutzfaktor. Er weiß, meine Riposte ist schnell, also geht er in die Parade. Ja, das ist eine Art von Erziehung, die man in der Fechtschule halt genossen hat. Und das ist der Gedanke, der so ein bisschen dahinter steht. Probiert's mal aus. Okay. Du musst nicht wie ein... Du musst da nicht durchballern, sag ich mal. Ja? Du willst das auch gar nicht. Was du halt nicht willst, ist das hier tun. Dann ist die Waffe nämlich da unten und der Weg, bis die da oben ist, halt viel höher. Du willst ihn hier am Kopf treffen und du willst ihn auch nicht spalten. Du kannst ihn gar nicht spalten, hast einen Schädel im Weg. Ja? Du willst ihn hier treffen und wenn du die Parade triffst, gibst du ein Stückchen so weiter. Wenn du die Parade triffst, dann bist du da. Und kein Grund, hier jetzt runterzuziehen, einfach nach hinten ziehen. Dann ist sie wieder hier. Ja? Ja, desto weiter du die Waffe wegbewegst, ich habe auch eben schon gesehen, es geht mal nach da weg, dann ist die weg. Und die Zeit, die du brauchst, um die Linie wieder zuzumachen, ist halt die Zeit, die er hat. Ja. Darf man die hier? Danke. Und Kollegen. So. Riposte. Was habe ich gesagt? Riposte hat Vorrecht vor zweitem Angriff. Das Problem ist, was das Problem ist? Glücklicherweise haben wir Leute, die, was man? Schlafen beim Angriff. Ja? Oder die haben halt nicht genug Mumm in dem Moment nach vorne zu gehen, weil die sind mit dem Verteidigen beschäftigt. Das heißt, die lassen euch ein Zeitfenster zum Angreifen. Ja? Und ganz häufig hat man diese, ich nenne sie mal Safety First, Parierenden, ja? Die werden nicht ripostieren, wenn sie das machen. Mit Ausfall. So, ich gehe nach hinten, ich treffe ihn nicht. Ich werde nicht ripostieren. Ich gehe nach hinten in meiner Verteidigung. Ja? Wenn ich nach hinten gehe in meiner Verteidigung, habt ihr eine größere Möglichkeit, eine Angriffswiederholung zu setzen. Ja? Müssen wir gerade gucken. Gehst du einfach mal mit der Dachparade nach hinten? Ja? Das heißt, ich komme hier hin. Ich treffe ihn noch gerade so, aber ihr seht, er ist schon gar nicht mehr da, wo er ist. Ja? Er trifft mich auch nicht wirklich, selbst im Ausfall wird das schwer, wenn ich jetzt normalerweise wenn ich jetzt zurückgehen würde, wäre halt vorbei. So. Wenn ihr also in dem Moment hier seid, dann könnt ihr eure Angriffswiederholung setzen, aber ihr müsst wieder nach vorne. Ja, da kommt der gute alte Raddoppio ins Spiel. Wir wollen nämlich diese Position beibehalten und wir müssen aber auch näher an ihn ran. Ich stehe nicht nach hinten auf, ich stehe nach vorne auf und zwar so, dass mein Unterkörper da bleibt, wo er ist, damit ich meinen Ausfall wiederholen kann. Dann stehe ich wieder hier. Es macht jetzt leider keinen Sinn, zweimal hier oben hinzuschlagen, weil irgendwie ist da schon eine Deckung. Das heißt, wir werden einmal in die Flanke gehen. Ja? So, ich komme mit einem Ausfall, er geht nach hinten. So, ransetzen. Was ich jetzt gerne von euch hätte, ist quasi ein Schlag aufs Gesicht. Da ist wohl ein Arm im Weg, das ist super, weil der Arm, falls ihr ihn treffen sollte, ist nicht so schlimm wie das Gesicht. Ja, ihr zieht hier wieder die Waffe quasi in so eine ähnliche Position, nur andersrum. Und wir machen dasselbe Spiel hier hin. Ja, den dürft ihr dann auch gerne parieren. Einmal die Hand runternehmen. Bumm. Und dann gehen wir zurück in Stellung. Ja. Da ist meine Möglichkeit. Er weicht nur nach hinten. Ja, ihr könnt da stehen bleiben oder er pariert das. Ist mir egal. Nur lasst die Unterarme leben. Ja. Es tut auf Dauer weh. Der erste vielleicht nicht, aber alle weiteren, die darauf folgen werden, wird die Plötsche größer. Muss man sehen? Ganz gut. Gut. Ja, dann noch einmal für alle anderen. Einmal Ausfall und bumm. Ja? Wenn der Arm da ist es ein Treffer am Arm. Wenn der Arm da nicht mehr ist, weil seine Waffe irgendwas macht, dann ist es sein Gesicht, alles super. Wenn er pariert, besser für ihn. Ja? Rückzug, Partnerwechsel,
Aufschlagwechsel, das heißt, du greifst mich an. 1. Ja? Also dieser Gesichtsausdruck, der sagt euch so ein bisschen, da kommt jetzt keine Riposte. Ja? Das ist ein guter Moment nachzuschlagen. Ja, probieren. Ausfall, Fuß runter, wieder ausfallen. Okay. Ich sage das, gerade ist das, ne, so dieses, lasst uns doch alle gesund bleiben Feeling, das ist ja unsere Standposition. Aber jetzt zeigt das Bein nach vorne, weil wir in diese Richtung hier ausfallen wollen. Das heißt, wir schieben ja unseren gesamten Körper nach vorne. Das sind bei mir 90 Kilo. Und wenn der nach vorne schiebt, landet er auf diesem Bein. Und es ist schön, wenn dieses Bein mit einer Linie zum Knie und zu den Knöcheln liegt. Wenn ihr das Bein irgendwie so leicht schräg habt, aber dieses Bein drückt in diese Richtung, dann läuft das hier auch alles schief ins Knie. Und dann kann es auch passieren, dass das irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr und ich reiß mal ein paar Bänder. Gerade wenn ihr nach vorne landet, ne? Wenn das hier viel wird und ihr habt da halt nicht mehr eine Position. Ja, deswegen, wenn, dann lieber einen Tacken mehr zur Außenseite, aber niemals mehr zur Innenseite. Ja, viele stehen halt erstmal am Anfang hier, aber das ist halt keine gute Position. Ne? Das Bein schiebt nur in diese Richtung. Ja? Spitze zeigt in Ausfallrichtung. Die ist nach vorne, die ist nach da, die ist nach da. Ja, wir machen niemals irgendwie sowas hier und schieben in diese Richtung. Ja, wir wollen gerne unsere Beine behalten. Die Frage ist eigentlich nur, wenn du hier stehst und ihn nicht mehr getroffen hast, wie nah musst du ran? Reicht das oder muss es das sein? Ja, also er weicht so weit nach hinten, wie er das anscheinend tut. Ein Schritt wäre gut, aber es kann halt auch länger oder kürzer sein. Okay, an der Stelle reicht mir das. Ich sehe schon, der doppelte Ausfall zerrt an den Nerven. Ja? So, wir machen jetzt tatsächlich noch ein letztes Ding. Das passt so schön ins Curriculum. Und, ach, willst du nicht? Doch. Ja, dann. Passt so schön ins Curriculum und macht es ein bisschen einfacher. Schließt auch ein bisschen den Kreis. Ja? Wenn ich jetzt nämlich einer wäre, der viel lieber viel angreift, aber ich will die Riposte nicht fressen, ja? Dann bin ich auch schon geneigt zu sagen, ich mache mal einen Erstangriff und ich mag meinen Zweitangriff schon. Das ist, was ich möchte. Ja? Ich möchte ihm ins Gesicht schlagen, ich möchte ihn auf den Arm schlagen, was auch immer. So. Was er mag, ist seine Riposte. Ja? Das heißt, ich greife an, ich gehe schon zurück, aber ich ziehe den schon auf. Nee, die Riposte, die wir am Anfang hatten. Ja? Ich ziehe den schon auf. Und wenn er mit seinem Ausfall kommt, ziehe ich die einfach trotzdem durch. Ja? Aber nach hinten, weil ich dann auch weg bin. Ja? Ja, das heißt, ich greife an und boom. Ja? Ich doppel also meinen Angriff, aber ich mache den zweiten in der Defensive, weil er ja nämlich nach vorne kommt. Und weil er angreift, kann er nicht verteidigen. Das ist super. Ja? Okay, nochmal langsam. Ja? Das heißt, ich greife an, wie eben, boom. Ja, wenn er da nichts machen würde, umso besser, dann habe ich den. Weil er jetzt aber aufzieht und angreifen will, ja. Der Vorteil der Glocke ist auch noch ein bisschen, er schützt noch mal ein bisschen mehr die Hand. Ja, kann man sich das noch ein bisschen mehr leisten. Gut, wir haben noch 5 Minuten, 6 vielleicht. Probiert's mal, langsam. Ja. Einmal durch den Kopf gehen lassen, was das verändert von dem Szenario. Ich weiß, das war viel Stoff für eine Stunde. Ich hätte auch sagen, guck mal, hier sind 3 Paraden, guck mal, hier sind 3 Angriffe, jetzt machen wir mal so ein bisschen Parade-Riposte mit einem Ausfall. Aber dann ist das genau wieder das, was alle kennen. Ja, es ist halt Säbel, es ist halt nur so bum, 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 bum. Einer ist irgendwann schneller und der andere ist irgendwann müde und dann hat er gewonnen und das ist so Säbel. Und vielleicht, Säbel kann auch anders sein. Säbel kann komplex sein, Säbel kann mit einem ganz anderen Mindset da irgendwie rangehen. Ja? Man hat da andere Möglichkeiten, dieselben Sachen zu machen wie andere Systeme, wo man sagt, ja, nee, das ist viel besser als Säbel. Aber naja, was soll ich sagen? Ja, also ihr habt jetzt hoffentlich so ein bisschen Säbel gesehen und wenn ihr das nächste Mal Säbel seht, der Parade-Riposte, dann könnt ihr sagen, ja, das ist nicht alles, was man machen kann, aber damit kann man viel Spaß haben. Ja? Wir hätten auch sicherlich viel Spaß gehabt, wenn wir nur ein bisschen gekloppelt hätten, aber haben wir nicht. Okay, dann sage ich lieben Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr das mit durchgezogen habt, auch wenn es noch so spät ist. Und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.